6 Jahre Microsoft Flight Simulator, eigentlich ein guter Grund zum Feiern. Passend dazu hat Microsoft einige wirklich beeindruckende Zahlen veröffentlicht und mit dem Aircraft und Avionics Update Nummer 5 direkt noch ein weiteres Update nachgelegt. Doch gleichzeitig gibt es momentan ein Thema, das diese positiven Meldungen zumindest ein Stück weit überschattet. Denn direkt nach der Veröffentlichung von Sim-Update Nummer 6 häufen sich Fehler. Einige davon wurden von Microsoft mittlerweile offiziell als Bugs erfasst und besonders auf PlayStation und Xbox zeigen sich Probleme, die uns teilweise schon von Sim-Update Nummer 5 bekannt vorkommen. Und genau deshalb schauen wir uns heute nicht nur an, was es zu feiern gibt, sondern auch die Frage, ob bei Sim-Update 6 vielleicht der Termin wichtiger gewesen sein könnte als ein paar zusätzliche Tage für Tests. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des MSFS Newsradar. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Am 18. August 2020 erschien der Microsoft Flight Simulator auf dem PC. Damit feiert die moderne Generation des Simulators inzwischen ihren 6. Geburtstag. Microsoft hat dazu einige beeindruckende Zahlen veröffentlicht. Seit 2020 wurden mehr als 1,6 Milliarden Flugsessions absolviert. Die zurückgelegte Strecke entspricht über 94.000 Reisen zum Mond und auf Twitch kamen mehr als 51 Millionen Stunden zusammen. Beliebtestes Flugzeug ist die Cessna 172, gefolgt von der FA-18E, dem A320 Neo und der Cessna 152. Der meistgenutzte Flughafen liegt nicht etwa in Frankfurt oder New York, denn der meistgenutzte Airport ist der Kilo Sierra Echo Zulu in Sedona. Für mich zeigen diese Zahlen vor allem, wie groß und vielseitig die MSFS-Community inzwischen geworden ist. Passend zum Geburtstag erschien am 18. August auch das Aircraft und Avionics Update 5. Im Mittelpunkt stehen hier umfangreiche Verbesserungen für die ATR-42, die ATR-72 sowie mehrere ältere First-Party-Fluggeräte wie der Bell 47J, die Boeing 307, die C-46 und die Ford Tri-Motor, die weiter an den MSFS 2024 angepasst wurden. Und somit pflegt, modernisiert und passt Microsoft grundsätzlich weiterhin auch ältere Inhalte entsprechend an. Bis auf die ATR-Maschinen, die seinerzeit als Expert Series 1 im 2020er liefen, handelt es sich hier um Fluggeräte der Local Legends bzw. Famous Flyer Serien. Käufer der 2024er Aviator Edition besitzen diese Inhalte bereits und können sie nun nutzen. Käufer der damaligen 2020er Versionen bekommen die jeweiligen Updates gratis. Alle anderen User können diese Inhalte ab sofort auf den jeweiligen In-Sim-Marktplätzen käuflich erwerben. Wichtig ist hier jedoch, das Aircraft und Avionics Update Nummer 5 ist selbstverständlich kein Hotfix für Sim-Update Nummer 6. Und genau dort gibt es momentan deutlich weniger erfreuliche Nachrichten. Hello everyone, thank you for your attention. Sim-Update 6 wurde am 13. August veröffentlicht und bringt durchaus interessante Neuerungen mit. Die Wildnisflüge sind zurück, Nvidia DLSS 4.5 wurde integriert und Microsoft spricht von tausenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Nur wenige Momente später zeigt sich allerdings ein zunehmend gemischtes Bild. Das momentan wohl größte Problem betrifft PlayStation und Xbox. Ein Bericht zu erheblichen Performance- und Rendering-Problemen ist im offiziellen Bug-Reporting-Hub mittlerweile als Bug-Logged markiert. Gemeldet werden unter anderem unvollständig dargestellte Cockpits, unscharfe Texturen, verschwindende Bedienelemente sowie Low-Memory-Meldungen und ausfallende Avionik. Und betroffen sind dabei nicht nur große Airliner, sondern offenbar auch kleinere Fluggeräte. Besonders auffällig ist das, weil wir ähnliche Diskussionen bereits nach Sim-Update Nummer 5 hatten. Auch hier spielten Speicherprobleme auf den Konsolen eine große Rolle. Ein weiterer Problembereich betrifft die Steuerung auf PlayStation. Microsoft hatte bereits angekündigt, dass ältere benutzerdefinierte HOTAS-Profile aufgrund eines aktualisierten Thrustmaster SDKs nicht mehr kompatibel sind.
Diesen Punkt konnte man wissen. Ich hatte hier auf meinem Kanal vor über 3 Wochen darüber berichtet und entsprechende Maßnahmen empfohlen. Inzwischen gibt es aber auch Berichte über nicht korrekt funktionierende Belegungen beim T-Flight HOTAS 4 sowie über zufällige Eingaben, die ohne Zutun des Nutzers ausgelöst werden. Entsprechende Themen wurden teilweise bereits als Bug geloggt. Auch beim HOTAS 5 gibt es weiterhin Probleme und ein mit SimUpdate 6 angekündigtes Standardprofil fehlt bislang. Ein verlorenes Profil ist ärgerlich. Wenn die Steuerung aber während des Fluges nicht zuverlässig funktioniert oder sogar selbstständig Eingaben auslöst, muss dieses Thema aus meiner Sicht ganz weit oben auf der Prioritätenliste stehen. Auch auf dem PC gibt es einen inzwischen sehr konkreten Fehler. Mehrere Nutzer melden reproduzierbare Crashes to Desktop rund um den Airport Echo Delta Delta Sierra Stuttgart. Auch dieser Fehler ist mittlerweile als Bug logged markiert. Eine bestätigte Ursache gibt es hier bislang allerdings nicht. Und da scheinbar auch nicht jeder Nutzer betroffen ist, würde ich hier aktuell auch noch nicht von einem generellen Stuttgart Airport-Problem sprechen. Aus dem VR-Bereich gibt es ebenfalls Meldungen zu Performanceverlusten, verschwommenen Darstellungen und einzelnen Abstürzen, gerade auf PSVR 2. Hier ist das Bild allerdings deutlich uneinheitlicher. Einige berichten von Verschlechterungen, andere von einem problemlos oder sogar besser laufenden Simulator. Diesen Bereich würde ich deshalb weiter beobachten, aktuell aber noch nicht auf dieselbe Stufe stellen wie die Konsolen, HOTAS oder Stuttgarter Airport-Probleme. Zunehmend kritischer wird auch der Zeitpunkt von Veröffentlichungen gesehen. SimUpdate 6 erschien an einem Donnerstag, also unmittelbar vor dem Wochenende. Bei einem so großen, plattformübergreifenden Update halte ich das für einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn egal wie lange vorher getestet wird, manche Probleme zeigen sich erst nach Veröffentlichung bei einer deutlich größeren Zahl unterschiedlicher Systeme. Und genau dann wären mehrere reguläre Arbeitstage hilfreich, um Rückmeldungen auszuwerten, Fehler zu reproduzieren und möglichst schnell reagieren zu können. Ein großes SIM-Update gehört aus meiner Sicht deshalb eher an den Anfang einer Woche. Das Timing allgemein ist hier ohnehin interessant. Nur 5 Tage später feierte Microsoft den 6. Geburtstag des Flight Simulators und genau an diesem Tag erschien auch Aircraft und Avionics Update Nummer 5. War vielleicht geplant, Sim-Update Nummer 6 unbedingt vor diesem Jubiläum auszuliefern, damit Aircraft und Avionics Update Nummer 5 überhaupt funktionieren kann? Klar, das wissen wir nicht und dafür gibt es keinerlei offizielle Bestätigung. Angesichts der aktuellen Probleme darf man aber zumindest die Frage stellen, ob der Termin möglicherweise eine Rolle gespielt hat und ob ein paar zusätzliche Tage für Tests nicht die bessere Entscheidung gewesen wären. Und damit kommen wir zu einer weiteren spannenden Frage, die, wie ich finde, einfach einmal gestellt werden darf. Eine ähnliche Situation hatten wir bereits nach SimUpdate 5. Auch dort gab es erhebliche Probleme mit Speicherverwaltung, Abstürzen und Avionik. Mit SimUpdate 5.1 folgten anschließend Verbesserungen beim Speicherverbrauch, Texture Streaming und verschiedenen Crash-Fixes. Jetzt erleben wir mit SimUpdate 6 teilweise wieder sehr ähnliche Symptome. Und deshalb frage ich mich, wenn ein großes Update die Situation nach Veröffentlichung deutlich verschlechtert, muss dann zwangsläufig immer weiter nach vorne gepatcht werden? Wäre es in bestimmten Fällen nicht sinnvoller, zumindest die Möglichkeit zu haben, auf den letzten stabileren Stand zurückzugehen, anstatt die Community möglicherweise über Wochen auf einer problematischen Version warten zu lassen? Natürlich ist mir bewusst, dass ein Rollback beim Microsoft Flight Simulator technisch nicht einfach nur ein Klick auf alte Version installieren ist. Serverdienste, gestreamte Inhalte, Drittanbieter, Marketplace, unterschiedliche Plattformen und zahlreiche Abhängigkeiten machen das deutlich komplizierter. Trotzdem sollte es aus meiner Sicht für genau solche Situationen einen vernünftigen Rückfallplan geben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es von Microsoft jedenfalls noch keine Ankündigung eines SimUpdate 6 Hotfixes oder eines SimUpdate 6.1. Die aktuelle Version ist SimUpdate 6 1.8.14.0. Mehrere Probleme wurden inzwischen offiziell als Bugs oder Feedback erfasst. Beim großen Rendering- und Performance-Problem auf PlayStation 5 und Xbox hat das Community-Team inzwischen außerdem bestätigt, dass man sich der erheblichen Auswirkungen bewusst sei und an einer Lösung arbeite. Einen Zeitplan für einen Fix könne man derzeit allerdings noch nicht nennen. Umso bemerkenswerter finde ich das aktuelle Weekly Briefing vom 20. August.
Obwohl sich im offiziellen Forum die SimUpdate 6 Probleme weiter häufen, wird keines davon konkret erwähnt. Stattdessen bleibt es beim allgemeinen Hinweis, Feedback und Bug-Reports einzureichen. Auch in der Berichterstattung vieler einschlägiger News-Seiten spielen diese Probleme bislang keine Rolle. Angesichts der aktuellen Situation draußen bei euch klingt das für mich leider wieder etwas nach heile Welt. Denn die Kommentare unter meinem letzten Video zeichnen teilweise ein deutlich anderes Bild. Dort berichten zahlreiche Nutzer von erheblichen Problemen seit SimUpdate 6. Bei der Kommunikation fällt im Übrigen allgemein auf, 2026 gab es bislang nur einen einzigen offiziellen Developer-Livestream, also deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Gerade bei größeren Updates und Problemen war der direkte Austausch früher spürbar regelmäßiger und transparenter. Nächste Woche fällt das Weekly Briefing übrigens aus, da das MSFS-Team auf der Gamescom in Köln ist. Die Messe läuft vom 26. bis zum 30. August und rund um den Microsoft Flight Simulator sind dort traditionell neue Inhalte und Neuigkeiten zu erwarten. Dass das MSFS-Wochenbriefing von Microsoft und Asobo in der kommenden Woche ausfällt, heißt natürlich nicht, dass nicht weiterhin an Fehlerbehebungen gearbeitet wird. Ich würde SimUpdate 6 auch nicht pauschal als schlechtes Update bezeichnen. Es bringt sinnvolle Verbesserungen mit und bei vielen läuft der Simulator offenbar weiterhin problemlos. Microsoft muss sich aus meiner Sicht aber zunehmend die Frage gefallen lassen, wie man mit einem großen Update umgeht, wenn sich unmittelbar nach Veröffentlichung erhebliche neue Probleme zeigen. Eines ist mir bei meiner Berichterstattung rund um SimUpdate 6 wichtig. Selbstverständlich würde ich viel lieber über problemlose Updates, starke neue Inhalte und positive Entwicklungen berichten. Aber der wichtigste Spiegel der aktuellen Situation ist für mich euer Feedback. Und wenn sich nach einem Update eine klare Schieflage zeigt, gehört es für mich genauso dazu, diese offen anzusprechen und nicht schönzureden. 6 Jahre Microsoft Flight Simulator, Aircraft und Avionik Update Nummer 5 und gleichzeitig wieder eine intensive Diskussion rund um die Qualität und den Veröffentlichungsprozess eines Sim-Updates. Jetzt interessiert mich eure Erfahrung. Wie läuft Sim-Update Nummer 6 bei euch auf PC, Xbox oder PlayStation? Habt ihr eines der genannten Probleme selbst erlebt? Und was haltet ihr von der Idee eines Rollbacks bei besonders problematischen Updates? Schreibt mir eure Erfahrungen und eure Meinung gerne unten in die Kommentare und lasst uns in den Austausch gehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, unterstützt den Kanal gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr auch zukünftig keine wichtigen Neuigkeiten rund um den Microsoft Flight Simulator verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen. Die Checklisten laufen, wir werden bald rennen. Clearance vom Tower, wir rollen zur Bahn. Und noch ein letzter Blick raus, die Reise fängt an. Von Lugano nach Innsbruck, nonstop im Stream. Realismus pur, denn wir leben den Dream. Flaps sind gesetzt.